Mein Arbeitsalltag ist sehr vielfältig. Es gibt Jobs, die fangen in der Früh an, wo man dann eher Aufbauarbeiten macht, zum Beispiel Lautsprecher hängen, Soundchecks, Mikrofone checken, Wartungen. Aber die meisten Jobs sind tatsächlich am Abend, weil die meisten Veranstaltungen am Abend sind. Und genau, da geht es auch um Checks und um alles vorzubereiten und genau, und dann die Show konzentriert zu machen. Beim Mischpult muss man auf sehr, sehr viel achten. Man hat die Kontrolle über die ganzen Signale. Man muss die Signale im Überblick behalten und die Signale steuern. Und das ist im Endeffekt das, was die Zuhörerinnen, das Publikum hört. Und das ist eine immense Verantwortung. Meine Ausbildung hat eigentlich schon in der Kindheit begonnen, indem ich in die Musikschule gegangen bin. Und dann hat mich die technische Komponente noch mehr interessiert und bin dann auf die Tontechnik gestoßen und studiere seitdem an der MDW, an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, Tonmeisterei. Es gibt einen Unterschied zwischen Tontechnik und Tonmeisterei. Wir studieren an einer Musikuni, wir TonmeisterInnen. Und wir haben eine musikalische Ausbildung mit einem technischen Part, der dabei ist. Und als Tontechnik ist man eher nur mit der Technik beschäftigt und lässt die Musik eher ein bisschen außen vor. Und TonmeisterInnen sind oft auch MusikerInnen. Und genau, also man hat einen ganz anderen Background. Meine Lieblingstätigkeit an meinem Beruf ist eindeutig zu mischen, am Mischpult zu sitzen und einen persönlichen Geschmack kreativ umzuwandeln auf die Lautsprecher. Es ist eine kreative Arbeit und es ist eine künstlerische Arbeit, weil jeder hat einen anderen Geschmack, jeder hat ein anderes Gehör. Und das dann für ein großes Publikum zu mischen, das ist für mich einfach, also jede Show habe ich Adrenalin in meinem Körper, das ist sehr, sehr toll. Wenn etwas beim Ton nicht stimmt, dann hört das jeder und jede. Also das ist ein sehr, sehr großer Druck und mit dem muss man mal zurechtkommen. Und das lernt man im Beruf, während man ihn ausübt. Also man kann das in der Theorie gar nicht lernen, man muss es machen und Erfahrungen sammeln und es passieren Fehler, aber das ist wichtig, dass man eben einen gewissen Druck aushalten kann. Man soll sich nicht einschüchtern lassen, vor allem nicht von den Arbeitszeiten. Man sollte hinausgehen in die Welt, soll sich Veranstaltungen anschauen, soll sich interessieren für die Technik, wie könnte das gelöst werden. Und man muss sich ständig darum kümmern, dass man up-to-date bleibt. Also mein Highlight war auf jeden Fall hier die erste Show bei den Seefestspielen Mörbisch als Tonmeisterin. Man ist es gewohnt, nur im Publikum zu sitzen und ist da schon sehr beeindruckt. Wenn man aber dann noch den technischen Hintergrund kennt und selbst mitarbeitet, ist das nochmal ein ganz anderes Gefühl und es erfüllt einen mit Stolz. Es gibt doch ein paar Belastungen in diesem Beruf, zum Beispiel technische Probleme. Das ist, warum Teamarbeit so wichtig ist, um schnell Lösungen zu finden. In meinem Beruf hat man sehr, sehr viele Perspektiven. Es ist ein extrem vielfältiger Beruf. Man kann sich in so vielen Sparten etwas aufbauen. Ich bin jetzt in der Beschallungstechnik, alles was live betrifft. Man kann aber auch im Studio sitzen, man kann als Aufnahmeleiter für klassische Musik, für Popmusik sein, man kann im Filmton tätig sein, man kann im Radio tätig sein. Es ist wirklich sehr, sehr groß. Ich glaube, als Tonmeisterin hat man einen sehr sicheren Job. Man hat sehr viele Möglichkeiten, man kann wo angestellt sein, man kann aber auch selbstständig sein. Und es gibt so viele Veranstaltungen in Österreich und man wird immer Arbeit finden.